gestern schon vor dem dänischen Parlament gesprochen, vor dänischen Abgeordneten und die noch einmal dazu aufgefordert, dass die Sanktionen gegen Russland verstärkt werden müssen und dass der Handel mit Russland blockiert werden muss. Er hat Dänemark auch dazu aufgefordert, beim Wiederaufbau der Ukraine zu helfen, wenn der Krieg einmal vorbei ist. Heute spricht er dann jetzt hier vor dem norwegischen Parlament. Mr. President, our hearts are bleeding for the many Ukrainian victims, both civilians and soldiers. At the same time, we are deeply impressed by the courage of the Ukrainian people in their resistance in action of attack on your motherland and in your own heroic fight for the very principles of democratic civilization, for freedom, liberty and international law. Your leadership, Mr. President, inspire us. We are honored to have you with us today. Man sei geehrt, ihn heute hier zu haben, beziehungsweise zugeschaltet zu haben. Präsident Selenskyj. Jetzt geht das Wort an den ukrainischen Präsidenten. Thank you very much. Vielen Dank, sagt er. Mr. President, Mr. Prime Minister, members Ministerpräsident, of the government, members of the Parliament, der Regierung of Norway, for me, und des it's a Parlaments big honor to address you von Norwegen. on Es ist für behalf mich of the eine Ukrainian people. große Ehre, Today mich an Sie wenden zu können is im the Namen des ukrainischen Volkes. 35th day of the Heute ist der all-out invasion of 35. Russia on the Tag territory of Ukraine after der 8 years russischen of war in the east of our Invasion country, auf in the dem Donbass, ukrainischen Territorium nach 8 Jahren from three directions, from the Invasion north, from the east and the south, and they attacked im us Donbass on the und soil, der in the air Annexion der and Krim. from the sea. Russian missiles and Russische bombs Raketen are hitting und our Bomben cities and civilian treffen unsere infrastructure on the daily Städte und basis zivile every night. Infrastruktur. For the Russian forces, there are no prohibited targets. They attack everything. Die Russen greifen alles an. Es gibt keine verbotenen Ziele. Das reicht von Krankenhäusern bis zu Flughäfen, Wohnblöcke. Tausende von Häusern wurden zerstört, sagt Selenskyj. Die bewaffneten Konvois der russischen Kräfte davon haben wir Tausende zerstört. The validity of Russian army in their behavior Die russische Armee, man muss sich genau hingucken, wie die russische Armee sich verhält. Häfen am Asowschen Meer und im Schwarzen Meer sind von den Russen blockiert. Hunderte Schiffe können nicht ins Mittelmeer. Taken over. This is the freebooting for the sake of stealing the cargo. Some of the vessels Die were Russen attacked stehlen diese Handelsware, sagt Selenskyj. But this was not by chance. They have also mined the sea. Die Russen hätten auch die See, das Meer vermint, sagt Selenskyj. In the water, and this is the danger for any vessel, for any port, for any country in the Jedes Land, jeder Hafen könnte davon betroffen sein. Eine dieser Minen wurde in der Nähe des Bosporus gefunden, in der Nähe von Bulgarien, in der Nähe von Rumänien. Und es kann auch sein, dass einige Minen nicht so schnell gefunden werden. Und dass vielleicht große Passagierschiffe davon betroffen sind oder sein können in der Zukunft. Dass es menschliche Opfer geben kann und Umweltschäden, große Umweltschäden. Und Russland wird sagen, dass sie dafür verantwortlich sind.
critics of the Russian authorities or when they shut down the Boeing plane over the Donbass. Er erwähnte auch den Abschuss einer Boeing über dem Donbass vor einigen Jahren. Und um darauf aufmerksam zu machen, dass die russische Aggressionen auch außerhalb der Ukraine haben, auch Opfer außerhalb der Ukraine haben. Potential aggressor countries and potential conflicts, how they look at this. They are waiting. They're waiting whether Russia will be sufficiently punished for her activities. Und er sagt, auch andere Aggressoren, Länder warten darauf, sie beobachten, ob Russland ausreichend bestraft werde für diese Aktionen. Und wenn nicht, dann könnte sich so etwas in anderen Regionen wiederholen. Wir haben keine gemeinsamen Grenzen, sagt Selenskyj hier an das norwegische Parlament gerichtet. Aber wir haben gemeinsame Werte. Der russische Staat, so wie er jetzt ist, Freiheit und Menschenrechte bedeuten ihm gar nichts. Sie schützen nicht ihre Minderrechte. Sie wissen das weiß ich. The law and putting and destroying democracies is their multi-year policy. Und Russlands Ziel ist es, Demokratien zu zerstören. Und Ukraine ist nur ein Ziel, um die Fundamente von Europa zu zerstören. Und diese Aggression zielt nicht nur auf die Ukraine, sondern auch darüber hinaus. Und in der Arktik hat Russland bereits Aktionen durchgeführt, die mit dem gemeinen Menschenverstand nichts zu tun haben. Die Zukunft Europas wird jetzt entschieden. Auf dem ukrainischen Boden, in der ukrainischen See. For Russian minds not to be drifting towards your ports and fjords. Sie müssen aufpassen, dass die russischen Minen nicht auch ihre Häfen treffen. Und dass russische Panzer nicht auch an ihre Grenze kommen. Wir müssen zusammenstehen in dem Versuch, eben diese Aggression zu stoppen. Ich bin dankbar für Ihre Regierung und Ihrer Gesellschaft für die Hilfe, die wir schon erhalten haben. Sie haben historische Schritte unternommen, indem Sie uns mit dem versorgt haben, was wir brauchen in unserem Kampf für Freiheit gegen Tyrannei. Aber der Krieg geht weiter. Russland schickt neue Truppen, versucht weiter uns zu zerstören. This war and first and outmost is weapons. Was wir vor allem brauchen, sind Waffen. Die Freiheit sollte nicht schlechter bewaffnet sein als die Tyrannei. In Ihrer Kammer, in Ihrem Parlament können jetzt verlieren wir Menschen. Wir brauchen Raketenabwehrsysteme. Also anti-armored vehicles systems, ultraly old scope of this. The weapon that you can help us with will be used only Die Waffen, die Sie uns geben, benutzen wir nur, um unsere Freiheit zu verteidigen, sagt Selenskyj. Nur zum Schutz der Freiheit und der Sicherheit, an der Sie auch ein Interesse haben. Zweitens, die Sanktionen müssen mit allen Mitteln durchgesetzt werden. Und ich bin mir sicher, dass das Land, was den Friedensnobelpreis
verleiht, versteht, wie sehr wir das brauchen. Gegen jeden Angriff auf den Frieden. Deswegen müssen die Sanktionen wöchentlich umgesetzt werden. Je schneller das umgesetzt wird, desto schneller kommt der Frieden zurück. Ich möchte Sie bitten, noch etwas Wichtiges zu tun. Es ist wichtig, dass europäische Firmen dieser Kriegsmaschine nicht helfen. Diese Kriegsmaschine, die schon so viele Menschenleben zerstört hat. Es ist wichtig, dass keine einzige Krone, kein einziger Euro an Steuern nach Russland geht. Sie müssen die russische Fähigkeit zur Zerstörung stoppen. Sie müssen aufhören, Schiffsausrüstung zu liefern. The European Union and I do hope also Norway have to introduce the ban for Russian EU und Norwegen müssen ein Verbot erlassen, dass russische Boote an europäischen Häfen anlegen können. Dabei geht es nicht um Geld, sondern um Freiheit und Sicherheit. Und drittens sind Sie der der zuverlässigste Energielieferant der Welt. Und das ist ganz anders, als wie Russland sich verhält. Sie können einen entscheidenden Beitrag leisten für die Sicherheit Europas, indem Sie die notwendigen Ressourcen bereitstellen. Ich hoffe, dass das die Basis für unsere langfristige Zusammenarbeit wird. Er spricht hier norwegische Gaslieferungen an. In the history, in the times that are not easy but decisive for Europe, like 1000 years ago when Norwegian Vikings Vor 1000 Jahren waren norwegische Wikinger in Kiew und haben the lands of Rus and Ukraine was called in the Norwegian sagas, Gardarika, and this is where the fortresses that die Ukraine wurde in norwegischen Sagen erwähnt, sagt Selenskyj hier. Er nimmt auf die Geschichte Bezug. Jetzt fliegen Bomben auf dieses Territorium. The wife of Harold III, the mother of the Olaf, the grandmother of Magnus. Er stellt hier weist auf Bezüge zwischen der norwegischen und der ukrainischen Geschichte hin, auf die Verbundenheit zwischen beiden Ländern. Wir haben gemeinsame geschichtliche Vergangenheit, sagt er. Und heute verteidigen wir das gemeinsam. Vor 77 Jahren hat sich die Ukraine mit anderen Ländern zu einer Anti-Hitler-Koalition zusammengeschlossen. October 1944 was Ukrainian national from the city of Sumy. By the name of Companions. Now in his motherland, in Sumy Oblast, they have heated battles going on with Russia. Ukrainians were coming together to push back this aggression, to protect our state and our way of living, the democratic and free way of living, with the protection of rights and freedoms for everyone. The price is terrible for us. Der Preis für den Freiheitskampf ist schrecklich, sagt Selenskyj.
kids that died, and this is Wir just wissen, dass mindestens 145 Kinder gestorben sind und das sind nur Statistiken. Wir wissen nicht, wie die Lage in den besetzten Gebieten ist, wie viele Opfer es dort gab, sagt Selenskyj. We have lost hundreds of kids. Wir haben hunderte Kinder verloren, sagt er. And after this war, Nach diesem Krieg we will have not to just restore our müssen wir nicht land nur physically, unser Land rebuild our wiederherstellen cities, und unsere Städte wieder aufbauen und lands and our seas. und, We will have to do the unser Land und rehabilitation unser Meer of von people, Minen both befreien. civilians and the soldiers, to treat them after the wounds and what they have Wir gone müssen auch through. die I know Soldaten, that die your country Zivilisten has a vast experience behandeln in und um sie kümmern. rehabilitation, and this is something that you could help us with. Und dabei können Sie uns helfen. To invite you to join Deswegen möchte ich Sie darauf project of restoration bitten, of Ukraine, the den tremendous Wiederaufbau der we Ukraine, have, beim Wiederaufbau der Ukraine zu helfen. means that the amount of investments needed will be Wir brauchen huge, and Die Nachfrage nach Investitionen wird groß sein. one of the most important responsible investor, Norway can do a lot to bring back Und stability in the east of Norwegen kann Europe. viel dafür And I'm tun, sure we'll be für able Stabilität in to Osteuropa. borrow one of your beautiful traditions, Wir würden gerne eine Ihrer tradition schönen that Traditionen characterizes you borgen. as peace-loving people, as the Sie society sind which bekannt is als built friedliebende Menschen. on the principles of goodness. On the day of the Constitution, on the annual basis, you organize the parade of Sie school organisieren children. jedes The Jahr eine children Parade from all von parts of Schulkindern Norway take part in this parade, and aus allen Teilen Norwegens, this year, nehmen together Kinder with your teil. children, you will have also Ukrainian children Und marching. dieses Jahr sind auch ukrainische Kinder dabei. Arrived to Ukrainische seek shelter. Kinder haben Zuflucht gefunden in Norwegen. Very soon, when we will be able to restore peace in Und wenn wir Ukraine, sehr and this bald will wieder happen dazu in der indeed, Lage sind, I will Frieden in der have an Ukraine opportunity to herzustellen, invite you, together dann with werde the ich die children, Gelegenheit to haben, Sie zusammen mit participate in den such a Kindern parade, einzuladen during one of our holidays und auch an einer Parade teilzunehmen, celebrate our common freedom, our common right for the happy unsere gemeinsamen future Rechte, for our um children Frieden, um eine in glückliche peaceful Zukunft zu times feiern. in Ukraine, in Europe, because if the rock clashes away from Europe, Europe becomes smaller. So we have to make sure that such a strong rock as Ukraine will Und wir always be müssen together with sicherstellen, dass so Europe and ein only together with wichtiger Europe. Thank you. Felsen wie die Ukraine Bestandteil von Europa bleibt. Vielen Dank und Ehre für die Ukraine, sagt Selenskyj hier. Das war die Ansprache des ukrainischen Präsidenten vor dem Parlament in Norwegen. Er hat bereits, wie gestern vor dem dänischen Parlament, das Land dazu aufgefordert, der Ukraine auch beim Wiederaufbau zu helfen. Also richtet den Blick auf die Zeit nach dem Krieg. Europa steht an einem Wendepunkt. Frankreich wählt sein nächstes Staatsoberhaupt. Es steht viel an. Euronews berichtet ausführlich über eine der wichtigsten Wahlen des Jahres in Europa. Oh, wie wär's mit einem Funken Inspiration? Ja.